Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video sehen ihr Hercules Prior K50 mit 50S Motor, 5-Gang, ein leichtes Daily Tuning. Das Ziel ist original Hubraum, nicht übertrieben, sondern langlebig soll es sein und mit dem Ziel 50% Leistungssteigerung. Also, ihr seht, das Zylinder ist schon montiert. Das ist ja eigentlich das Einfachste am Ganzen. Heute gehen wir vor allem darauf ein, was braucht es sonst noch. Es ist nicht erledigt, einfach nur mit dem Zylinder montieren, sondern Vergaser, Luftfilter, Auspuff, matchentscheidend im Zweitakter. Und auf genau das gehen wir jetzt genauer ein. Und am Ende des Videos zeige ich euch noch den Unterschied zwischen dem Tuning-Auspuff, der montiert ist, und dem Originalen. Wir haben hier einen 50S-Motor, 5-Gang mit 49 Kubik. Die Motoren, die haben in diesem Fall jetzt, das ist Baujahr 66, das heisst bis Jahrgang 566 haben sie die gebaut mit den Originalzylinder, ca. theoretische 4,5 PS, oder? Nach Brief. Mit einem 17er Bing-Vergaser, Original. Und das ist natürlich immer so eine theoretische Geschichte, 4,5 PS, also der hat jetzt rund 4 PS gehabt. Ist jetzt nicht so hure schlecht, aber das ist halt immer ein bisschen, wir haben es schon ein paar Mal gesehen auf dem Prüfstand, das, was versprochen wird, ist sehr, sehr selten dann halt auch der Fall. Da haben wir einen 1755er Bing-Vergaser und da unten drin sehen wir, haben wir eine Hauptdüse plus eine Nebendüse. Und genau dort fange ich jetzt an. Also der Zylinder, der ist montiert, das ist quasi in dem Sinn ein Stecktuning, oder? Da haben wir nichts an dem Zylinder geschliffen etc. Der Kopf, der ist aber etwas Spezielles, der ist aus dem Vollen gefräset, Aluminium. Ganz einfach aus dem Grund, wir wollen Kühlung, und zwar oben im Brennraum, wo die Hitze entsteht. Dort muss die Hitze so schnell wie möglich wieder weg, dass sich nicht das ganze Gehäuse etc. sinnlos aufheizt. Natürlich auch ein optimierter Brennraum. Ganz wichtig auch Kolbenboden, Winkel zum Kopf, das muss alles passen. Wir haben jetzt hier eine Quetschkante von einem guten Millimeter. Tiefer gehe ich nicht, weil es ist ein fahrtwindkühlter. Also unheimlich wichtig, Zweitakt, das ist sehr, sehr matchentscheidend. Was geht rein, was kann der Zylinder verarbeiten und was lässt er wieder raus. Das sind eigentlich die drei wichtigen Parts, die wir hier haben. Ein 1755er Bing-Vergaser, original bei diesen K50, bei diesen 50S Motoren. Da unten eben die Hauptdüse und der Luftfilter zeige ich euch schnell. Das ist der originale Luftfilter, der hier unter dem Sitz montiert ist. Eine Monsterbox, natürlich auch ein bisschen wegen dem Lärmen. Wir machen jetzt hier einen Racing-Luftfilter an, einen sogenannten Pilzluftfilter mit dem Schaumstoff. Erstens, Schaumstoff natürlich, sehr gute Filterwirkung. Und zweitens, viel grössere Volumen, es geht viel mehr Luft durch. Viel mehr Luft heisst was? Wir brauchen auch viel mehr Most. Mehr ist geil und darum mal schauen, jeder Vergaser hat natürlich irgendwo so ein bisschen, eine Maximalgrenze. Man kann jetzt, ich sage mal, bei einem 17er Vergaser nicht einfach ganz übertrieben gesagt 150 Düsen hier tun, meinen, es sagt dann alles gut, sondern das muss alles im Verhältnis stehen. Wieso machen wir da nicht einfach viel grösseren Vergaser an? Also ich mache da immer ein bisschen Unterschied. Da ist das Ziel ganz klar ein Daily Tuning. Wir können es nie genug sagen, je grösser die Leistungssteigerung ist, umso kürzer wird der Revisionsintervall von eurem Motor. Die Motoren die haben 4,5 PS original, theoretisch. Ist immer so die Frage am Hinterrad oder am Motor. Und da ist das Ziel 6 PS. Das wäre cool, weil der muss nicht 100 laufen, sondern ich sage mal knackige 70. Das ist der Plan. Original gehen sie es an mit 62 km/h. Aber das ist halt auch wieder so eine alles so theoretische Geschichte. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange jetzt einfach mal an mit einer 100er Düse. Das ist schon relativ gross, aber ich habe das Gefühl, dass immer in einem Rahmen, wo wir damit arbeiten können, weil, wie gesagt, wir haben sehr, sehr viel Luft. Deckel drauf. So. Der Ansaugstutzen vom Zylinder war sehr, sehr grob gegossen. Die sind dann zwar noch überdreht, aber es war unheimlich rauch. Man hat den Vergaser nicht einfach so draufgebracht. Das ist natürlich etwas unheimlich Wichtiges, dass das Zeug alles ein bisschen läuft und drauf geht. Selbstverständlich, es muss dicht sein, aber es sollte sehr satt sein, aber man sollte es einfach von Hand wegnehmen können.
wenn man unterwegs ist. Und das ist jetzt da wunderbar. Was ich sehr geil finde an diesen Dingen, ist die Luftzufuhr durch den Rahmen. Natürlich aus dem einfachen Grund, weil wir da sehr wenig Platz haben. Da hinten ein Filter drauf, ein Pilzluftfilter. Den sieht man nachher nicht mehr. Da kommen noch die Seitenverschallungen an. So, nehmen wir hier das Gummiteil. Das ist einfach, weil der Motor, der ist wohl fix in der Aufhängung, aber das kann natürlich ein bisschen arbeiten. Und natürlich mit diesen Nachbauzylindern, sie sind zwar in der Qualität sehr, sehr gut, muss man sagen, aber teilweise stimmen die Winkel und so nicht ganz perfekt. Und darum ist so eine flexible Muffe da immer etwas Gäbiges und vor allem passt sie perfekt. So, jetzt ist sie schön drauf. Wunderbar. Das Ganze, das braucht jetzt auch keine Muffe, weil das geht nie mehr fort. Ja, geil! Also, montiert ist jetzt eine Resonanzzigarre, ein Swing 70 mm. Man sieht ganz klar, sie ist länger. Das heisst, sie hat mehr Volumen. Resonanzzigarre, wieso heisst das so? Da innen hat es einen Gegenkonus eingearbeitet, wo nicht alles durchlässt, sondern einen Teil, wo die ganzen Abgase abprallen können. Auf jeden Fall gehen wir jetzt raus, wir stimmen auf den Prüfstand abstimmen und dann schauen wir, was es Leistung hat. Das kann einen Moment gehen. Und nachher, wenn der fein abgestimmt fertig ist, tun wir ganz einfach zum Testen, ob es einen Unterschied macht oder wie viel das der Unterschied ist. Ich gehe mal davon, dass es einen gibt. Was passiert mit der Leistung, wenn man die Originalflöte wieder montiert? Ich habe jetzt natürlich schon gemerkt, ich habe ihn ein bisschen warm laufen lassen beim Rausstossen schon. Hat brutal viel Luft, oder? Aber dann werden wir schon her. Jetzt tun wir das nochmal schnell starten und schauen das nochmal schnell genau an. Man hört schon, ich kann jetzt hier ein bisschen den Jog ziehen. Das ist schon schön gelaufen vorher. Ja, ist ja klar. Versoffen. Komm. Aha. Gut, das klingt jetzt gar nicht so schlecht, wie ich gemeint habe. Das ist ganz ein klares Zeichen von viel zu viel Luft. Ich gebe auf einen Touch Vollgas und dann geht er wirklich zusammen. Also der geht jetzt sehr fest zusammen. Oder? Und dann, sobald ich hier zum Beispiel den Luftfilter zuhebe, weniger Luft, schauen, was passiert. Schlecht, logisch. Ich wollte, dass das etwa so ist. Einfach, dass er quasi richtig schön am Gas hängt, oder? Einerseits ist es hure geil, weil eine 100er Düse ist maßgeblich zu wenig. Das heisst, wir können mehr geben, oder? Und bekanntlich sind wir ja Fan von mehr. Aber das andere ist, ich habe da Maximum eine 114er Düse. Das heisst, ich mache jetzt Folgendes. Ich tue jetzt die 114er Düse rein, weil ich finde, irgendwann, eben, wie vorher schon erklärt, ist der ganze Durchlauf vom Vergaser irgendwo ist am Limit. Ich finde jetzt 114 sehr gross eigentlich, muss ich sagen, für 50 Kubik und 17er Vergaser. Macht aber nichts, ist geil. Also ich mache die 114er rein und wenn es dann immer noch so wäre, dann fange ich an hin am Luftfilter zum Beispiel zusätzliche Filters machen. So gehe ich vor. Also. So, jetzt hoffe ich komme da dazu, weil wenn ich jedes Mal den kompletten Vergaser wegnehme, würde es mich ein bisschen anschiessen wegen dem Snüffelstück da. Ist klar, da kommt jetzt natürlich ein bisschen Benzin. Also grundlegend ist das eigentlich das Vorgehen. Man schaut, wie viel, oder man schätzt ab, wie viel mag der Vergaser vertragen. Dann macht man einen Probelauf, schaut wieder, okay, muss ich mehr Benzin geben, muss ich mehr Luft geben. Dann gibt es natürlich noch ganz andere Komponenten, in jedem Vergaser ein bisschen verschieden. Wie zum Beispiel Düsennadelhöhe, Schieberposition und so weiter. Düsenstock ist ein Thema, Düsennadeln ist ein Thema, da gibt es verschiedene Winkel und. Also da hat es
diverse Sachen, die mit der Rolle spielen. Je nachdem, Luft, hat man jetzt gesehen, geht unten raus. Zu viel Luft heisst, schnell Vollgas geben auf einen Schlag, er bricht zusammen, zu viel Luft und so weiter. Also man merkt immer in jedem Drehzahlbereich, wie reagiert der Motor, wie reagiert die Drehzahl, und anhand von dem kann man natürlich mit ein bisschen Erfahrung, die man schon hat, kann man dann sagen, liegt es am Düsenstock, an der Nadel, am Most oder an der Luft. Das ist immer so ein bisschen die Sache. Aber das Vorgehen ist genau das Gleiche. Das kann man in einer Stunde anbringen, man kann aber auch 5-6 Stunden haben, oder? Langlebigkeit des Motor. Wenn man zu mager fährt, riskiert man Kolbenklemmer. Wenn man zu fett fährt, verrußt alles. Die Abstimmung ist auch ein extrem wichtiger Beitrag zum Fahrspass. Wenn man natürlich die ganze Zeit wieder ein bisschen ab dem Gas, dann läuft es ein bisschen besser. Und am Hocker, oh ja, jetzt brauche ich gerade noch das Letzte, sonst muss ich abschalten, nachher geht er in ein Loch, in ein ganz kleines, weil das Gemisch in dieser Position nicht stimmt. Das nervt einfach nur, oder? Also das muss einfach vollgastauglich sein, das muss am Gas hängen, und zwar in jeder Position, in jeder Drehzahl. So, jetzt bin ich wahnsinnig gespannt. Eben 114, darüber gehe ich nicht, beziehungsweise habe ich keine Düse da. Ich befürchte, dass ich immer noch zu wenig muss. Aber das kommt jetzt dann gerade aus. He? Also, starten wir die Mühle. Aha! Also, was ist passiert? Man hat es gesehen. Vorher Vollgas, nichts mehr gekommen. Jetzt Vollgas, ein enormes Loch immer noch, aber nach dem Loch kommt er. Also, wie befürchtet, die Düse ist noch zu klein. Jetzt gehe ich aber da nicht noch sinnlos höher, sondern, was gar nicht so schlecht ist, tue ich jetzt in den Schaumstoffluftfilter, zum Beispiel im Einsatz, in Form von einem, wir haben da ganz verschiedene Luftfiltermatten, grobe, feine, mittlere etc. Und so taste ich mich jetzt daran an. Und ihr wollt jetzt auch nicht schauen, wenn ich da 100 Mal das Zeug mache, darum gebt mir schnell eine Minute, es geht ganz schnell und dann ist das ready. Das war jetzt eine typische Zicke, würde ich mal sagen. Die Nebendüse habe ich auch noch geändert. Also 114 Hauptdüsen, 40er Nebendüse ist jetzt drin. Die Luftfilter, recht geil. Wir haben hier so Sieb. Das kann ich euch noch zeigen. Das sind so Luftfilter-Einsätze. Das absolut Geile ist jetzt eigentlich, das passt genau da rein, es geht nicht raus. Und es ist ein zusätzlicher Filter, der ein bisschen Luft nimmt. Weil so hast du keinen Widerstand. Null. Also das ist natürlich schon für einen 17er Vergaser ein bisschen heftig. Für einen 21er wäre es jetzt wahrscheinlich gut. Dann habe ich das da einfach da eingemuchelt. Und jetzt ist das da fix drin. Da habe ich jetzt auch noch ein bisschen Freude gehabt heute. Manchmal läuft es einfach wie die Sau, oder? Das gibt es gar nicht. Das ist einfach einmal ein bisschen komisch. Also er hängt am Gas hängen, tut er sehr schön. Also gut, man hört es ganz klar, das ist natürlich ein 5-Gang. Und die Zylinder die sind natürlich extrem auf die Drehzahl ausgelegt. Weil, das ist auch gut, man hat 5 Gänge, das heisst, der Bereich, wo er am besten läuft, kann sehr klein sein, oder? Und das sehen wir jetzt dann gerade, der kommt vielleicht also ab 6000, läuft er richtig geil, oder? So, los geht's! Runtergehen lassen! Yes, 7,6. Ich drehe durch und ich sage euch gerade warum. Den Zylinder gehen Sie an mit einem 20er Vergaser und einem Auspuff, Spezialauspuff mit 8 PS. Wir haben aber 17er Vergaser und eine optisch originale Resonanzflöte. Und darum finde ich es auch geil, dass wir auf 7,6 PS kommen. Mit dem 17er Vergaser. Also, das ist wirklich geil. Man sieht da ganz klar, eben die 5-Gang, die dürfen natürlich viele größere Drehzahl. Also der dreht ja, was hat der dreht? Etwa 11'500 Umdrehungen. Also sehr, sehr hoch gezüchtet in den Drehzahlen. Ich habe darum
der Start der Messung erst bei 6000 Umdrehungen da, weil drunter geht nichts, dann ist es einfach langweilig, oder? Und so bei 5000 geht es langsam los und dann zieht er von 6 bis 10.000 zieht er richtig gut, oder? Also sagen wir 6 bis 9000, also wir haben 3000 Umdrehungen, wo wir drin fahren können, wenn wir im Sportmodus sind. Wenn der Körper im Sportmodus ist, dann haben wir 3000 Umdrehungen, die er am besten läuft, oder? Also schalten, nie unter 6000 und bei 9.000, 10.000 zack im nächsten Gang, oder? Einfach schauen, dass man nie unter 6000 durchgeht. Darum sind die mehr Gänge, umso geiler ist das natürlich. Der Bereich, wo er die Höchstleistung hat, der wird immer kleiner. Aber das ist egal, je mehr Gänge man hat. Bei einem Zweigang wäre es jetzt total beschissen, weil im ersten Gang musst du irgendwo anfahren und der kommt erst bei 6000 durch. Das kannst du nicht brauchen, das ist unfahrbar. Aber in diesem Fall jetzt, der erste Gang ist so kurz übersetzt, dass das überhaupt kein Thema ist. Ich habe vorher mal schnell eine Geschwindigkeitsmessung gemacht. Er läuft also gut 70, wie hinten dran steht. Ich finde das eine sehr gelungene Sache, muss ich sagen. Gut. Dann haben wir das. Wir haben noch versprochen, dass wir den Auspuff wechseln. Also, das machen wir jetzt so schnell. So. Jetzt bin ich richtig gespannt, was das ausmacht, weil ist klar, wenn ich jetzt natürlich auf 7,5 PS komme, dann lasse ich den Original dran, ganz klar. Ich behaupte, er hat 6,6 PS. Schätze ich, dass es wirklich 1 PS ausmacht. Aha, man hört es schon. Das Abgas kommt nicht mehr recht weg. Darum ist es so schlecht angekommen. Nein, ich habe den Benzinhahn zugehört. Und los geht's! Wow! Wir machen nochmal einen Lauf. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Jenseits von Gut und Böse. Also da reden wir von 2, was ist es? 6, 7,6. Und jetzt haben wir 5,8. Also das ist viel, 1,8 PS weniger. Okay, 6. Wir sind jetzt gnädig und sagen 1,5 PS Verlust. Okay, jetzt wissen wir es. Ist jetzt auch immer wieder für uns ist immer wieder spannend, hier mit dem Prüfstand spielen. Das ist geil, jetzt stelle ich mal schnell alles ab. 1,5 PS Originalauspuff zum Resonanz. Ich denke, von 4,5 auf 7,6 PS ist ein sehr guter Sprung. Ihr habt auch eine Kiste daheim, die nicht so recht läuft, irgendwie ein bisschen rumzickt, ein bisschen hustet, wenn sie nicht sollte, etc., dann sind wir der absolut richtige Anlaufpunkt. Alles, was Zweitakt ist. Also gerne vorbeikommen, Anfrage machen, per Mail am besten. Und vorbeikommen und dann können wir das ganze Zeug durchchecken. Wenn ihr auch mehr seid als ein bisschen Hobbyschrauber und selber euren Karren abstimmen, das geht bei uns auch. Also man kann den Prüfstand auch mieten. Also ihr könnt da gerne uns anfragen, da gibt es natürlich eine Instruktion und dann könnt ihr euch da vertun und selber das Ganze abstimmen. Also es gibt viele Optionen bei uns, ihr seht es. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke vielmals fürs Zuschauen, wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss zusammen.